Und damit herzlich willkommen wieder mal aus dem Automotodrom Grobnik. Wie ihr sehen könnt, geile Kulisse hier hinten. Wir sind schon wieder da, dieses Mal mit CR Moto zu einem 3-Tages-Event. Wir haben hier einmal einen Tag freies Fahren, wir haben einmal ein Endurance-Rennen und wir haben einmal das Sprintrennen. Aber Thema vom heutigen Video ist, viele haben mich angeschrieben auf Instagram, auf YouTube, auf diversen Kanälen, ob ich denn auch Instruktionen anbiete. Ich meine, ich bin jetzt selber nicht der schnellste Fahrer, aber im Grunde weiß ich zumindest ein bisschen, was ich mache. Und es gibt immer Fahrer, die noch Anfänger sind, die Einsteiger sind oder die generell ein bisschen langsamer sind wie ich und denen die Tipps weiterhelfen und die sich damit auch verbessern können. Und genau das sind die Personen, die mich jetzt mehrfach angeschrieben haben mit der Frage, ob ich ihnen irgendwie eine Instruktion möglich machen kann. Das Problem dabei ist, ich habe selbst noch nie eine Instruktion gemacht. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, einen Mehrwert zu bieten und ob ich das Ganze ordentlich rüberbringen kann, damit sich dann die Leute damit auch irgendwie verbessern können. In dem Sinn war heute die Aufgabe, ich bin mit einem Kollege von mir, mit dem Max, rausgefahren und habe meine erste Instruktion geübt. Das heißt, ich habe mal getestet, wie fühlt sich das für mich an, und ich habe bei der Nachbesprechung auch getestet, wie fühlt sich es für ihn an. Bringt es ihm was und kann ich das in dem Sinne auch für euch dann anbieten? Das soll, wenn es in dem Falle, dass es funktioniert, kein Service werden, den ich jetzt regelmäßig anbiete oder ähnliches. Es ist einfach nur ein Feedback für euch, dass ich das gut kann oder dass es funktioniert und wie das bei mir ablaufen würde. In dem Sinn seht ihr jetzt hier im Video, wie ich die Instruktionen mit Max gemacht habe und wie das Ganze abgelaufen ist. Als allererstes gab es eine kleine Vorbesprechung. Heißt, Max war noch nie hier gewesen in Rijeka, das heißt, er kannte die Strecke an sich noch gar nicht. Deswegen am Anfang erstmal 2 Turns alleine rausfahren gelassen, dass er einfach mal das Streckenlayout an sich kennenlernt, auf das wir dann am Ende aufbauen konnten. Das Ganze hat soweit ganz gut funktioniert. Er ist dann irgendwo mit einer 2 Minuten 15 oder so rumgefahren, aber er wusste schon mal zumindest grundlegend, wie das Streckenlayout aussieht. Danach ging es schon dran ans Rausfahren. Heißt, Warnweste an, damit jeder sehen kann, dass wir hier eine Instruktion fahren und wir die anderen Teilnehmer nicht stören und die sich durch uns, durch unser Zweiergespann, aber am Ende auch nicht gestört fühlen. Beim Rausfahren selbst war ich dann zuerst 2 Runden vorgefahren, um einfach generell mal die grobe Linie zu zeigen. Max ist dabei hinterher gefahren, ich habe mich entsprechend seinem Tempo angepasst und danach haben wir auf Start-Ziel gewechselt, dass er dann vorgefahren ist und seine Linie bzw. seinen Fahrstil gezeigt hat. Ich bin dann mit der Kamera hinterher gefahren, das heißt, ich habe den kompletten Turn gefilmt, mit einer Kamera nach vorne auf ihn gerichtet und mit einer Kamera nach hinten, um dann auch, wenn ich vorfahre, sehen zu können, was er im Nachgang hinter mir getrieben hat. Das Ganze ist natürlich dann immer hilfreich im Nachgang für die Analyse, damit man genau erklären kann, wann, wie, wo, was schiefgelaufen ist oder was er schon gut macht, wo er Verbesserungspotenzial hat, wo er an seiner Sitzposition arbeiten kann oder wo er auch ganz einfach die Linie verballert hat. Im Allgemeinen ist Videomaterial auch immer hilfreich, um im Nachgang sich selbst nochmal zu analysieren, auch jetzt von dem Instructor unabhängig, dass man einfach gucken kann, okay, hier und da sind meine Fehler, die ich beim Fahren vielleicht gar nicht so wahrnehme.
Nachdem der Turn dann soweit durch war, erstmal zurück in die Box, bisschen runterkommen. Es ist sehr heiß hier beim Event und ein bisschen entspannen wieder, damit man wieder einen klaren Kopf hat und aufnahmefähig ist. Und dann ganz in Ruhe mit Laptop und Videomaterial hingesetzt und das Ganze analysiert. Ja. Kannst du gerade fahren, gerade Gas geben und dann hier reinschieben. Ja, das mache ich jetzt zum Beispiel, weil das da nämlich viel außen. Genau, so wie wir gestern gesagt haben. Ja. Dann haben wir ganz genau besprochen, wo sind seine Fehler, wo sind seine Schwachstellen, aber auch wo sind seine Stärken, was kann er gut, was macht er gut. Wenn du hier wieder den Moment länger wartest, weil wenn du jetzt einlenkst und dann siehst du, die Kurve kommt ja erst noch, weil du bist schon relativ schräg und nah dann hier an den Körper zu kommen. Wenn du ein bisschen länger wartest und, sag ich mal, hier erst einlenkst, und dann lenkst du zwar im ersten Moment ein bisschen stärker ein, aber hast hier dafür einen geraderen Ausgang. So, und dann bist du nämlich hier am weißen Körper wieder und das ist jetzt der Moment, warum du auch, wenn wir später gucken, den Highsider hattest. Weil du da nämlich im ersten Moment zu früh eingelenkt hast und dann bist du die ganze Zeit in Schräglage, aber dein Auge sieht schon, dass es ja jetzt gerade geht. Und du willst ja gerade wegfahren mit ordentlich Gas. Aber dein Moped liegt noch unten. Hier, guck, schräg, schräg, schräg. Mit Knie unten, alles Körperhaltung, ist super. Da können sich Kim mal eine Scheibe von abschneiden. So, ja, ist so. Aber guck, dein Scheitelpunkt war hier und meiner ist vorne am weißen Dreieck. Und du bist hier und siehst aber mit dem Auge jetzt schon, da geht es ja gerade und die Kurve macht auch assi auf. Ja, so, und deswegen gibst du ab hier Gas, dein Strich zieht sich jetzt hier auch schon. Ja. So, aber dein Moped liegt halt noch. Ne? So, und das war genau der Grund. Du hast Gas gegeben in tiefer Schräglage und da hat der Reifen halt nicht genug Auflagefläche gehabt. Wenn du genau das Gleiche ab hier machst, dann ist das Moped schon viel aufrechter, weil der Punkt jetzt, der ist dann hier. Und dann kannst du rausfeuern und kommst dann automatisch auch hier rüber. Da habe ich auch wieder zu früh eingelenkt. Nicht alles so, ich zwinge dieses Sekunde warten und dann rein. Jedes Mal. Einfach in Ruhe bei einer Kurve anfangen, so warten oder zähle im Kopf so 22 und jetzt. Also wenn du denkst, jetzt will ich normal einlenken, im Kopf so 22 und dann rein. Und auf einmal merkst du, der Winkel wird assi geil. Weil du dann die Kurve durchflowst und alle darauffolgenden Kurven passen auch viel besser. Ja. Verbesserungspotenzial hat oder an welchen Punkten man schon gut unterwegs ist. Am Ende hat sich Max dann von seiner anfänglichen 2 Minuten 15 stetig verbessert und ist mit Hilfe von meiner Instruktion seine persönliche Bestzeit von einer 1,54 gefahren während dem Instruktorlauf und konnte darauf aufbauend dann regelmäßig auch später im Endurance-Rennen seine Performance immer wieder abrufen und ist dann konstante Zeiten unter 2 Minuten gefahren. Geil! Stark gefahren. Das heißt, in seinem Fall hat es ihm auf jeden Fall weitergeholfen und er konnte sich damit sicherer, schneller und besser auf der Rennstrecke zurechtfinden. Das Ganze hat also auf jeden Fall einen Mehrwert geboten und in dem Sinne, wenn einer von euch Interesse daran hat, dann meldet euch gerne bei mir, schreibt mir unten in die Kommentare, meldet euch über Instagram oder auch gerne per E-Mail selbst. Dann könnt ihr mich kontaktieren, könnt fragen, wann, wie, wo, welche Termine sind und auf welchen Termin ich unterwegs bin. Falls wir ein Event haben, bei dem wir uns überschneiden, an dem ich auch da bin, dann gerne ansprechen, können wir gucken, was wir machen können, je nachdem wie viele Turns ihr haben wollt und wie genau die Nachbesprechung ablaufen soll. Meldet euch, wenn ihr Interesse dran habt und wenn euch das einen Mehrwert bieten kann, sehr gerne bei mir und dann schauen wir, an welchem Event wir zusammen rausfahren können. In diesem Sinne war es das jetzt hier von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Vergesst nicht, Kanal abonnieren, unten kommentieren. Auch gerne reinschreiben, was ich noch verbessern kann bei meinen Instruktionsfahrten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.